Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vertiefungsfolge unserer Serie über die Architektur der deutschen Sprache. In den letzten Episoden haben wir uns intensiv mit den Richtungspräpositionen und den Partikeln hin und her beschäftigt. Wir haben gelernt, dass die deutsche Sprache eine topografische Sprache ist. Sie ist besessen davon, wo wir uns im Raum befinden und in welche Richtung wir uns bewegen. Heute schließen wir diesen Kreis und gehen einen entscheidenden Schritt weiter. Wir sprechen heute nicht mehr nur über die Richtung an sich, sondern darüber, wer im Zentrum dieser Bewegung steht. Wir widmen uns den 4 Giganten der Bewegung: Kommen, Gehen, Bringen und Holen. Vielleicht denkst du jetzt, diese Verben kenne ich seit dem ersten Monat meines Deutschkurses. Aber Vorsicht! Auf dem Niveau B2 und C1 reicht es nicht mehr aus, diese Verben nur zu übersetzen. Du musst verstehen, dass diese Verben im Deutschen keine statischen Bedeutungen haben. Sie sind wie Kameras, die sich mit deiner Erzählperspektive mitbewegen. In dieser Folge beantworten wir eine einzige Kernfrage: Von wessen Perspektive aus wird die Bewegung beschrieben? Lass uns das unsichtbare Koordinatensystem deines Denkens kalibrieren. Um die deutsche Logik zu verstehen, müssen wir uns klar machen, wie streng das System ist. In vielen Sprachen, wie im Englischen go, come oder im Portugiesischen ir, vir, sind diese Verben in bestimmten Kontexten fast austauschbar. Im Deutschen hingegen herrscht eine strikte perspektivische Disziplin. Das deutsche Gehirn funktioniert wie ein Radar. Bevor ein Deutscher ein Verb wählt, scannt er unbewusst den Raum. Wo bin ich? Wo bist du? Wo ist das Ziel? Diese Fokussierung auf die Bewegung ist so stark, dass sie sogar die Grammatik verändert. Ein entscheidendes Merkmal der echten Bewegungsverben wie kommen und gehen ist ihr Verhalten in der Vergangenheit. Merke dir, im Perfekt nutzen wir bei Verben, die eine echte Ortsveränderung ausdrücken, fast immer das Hilfsverb sein. Ich bin gegangen. Du bist gekommen. Das Hilfsverb sein betont den Zustand der Veränderung. Es zeigt, dass der Fokus nicht auf der Aktion des Laufens liegt, sondern auf der Tatsache, dass du jetzt an einem anderen Ort bist. Die C1-Ausnahme sein versus: Es gibt seltene Fälle, in denen diese Verben mit haben erscheinen. Das passiert, wenn wir die Bewegung nicht als Ortsveränderung des Subjekts beschreiben, sondern als eine beobachtete Aktion oder wenn das Verb in einer Konstruktion mit einem anderen Verb steht. Ein klassisches Beispiel: Ich habe den Bus kommen sehen. Hier ist das Hilfsverb haben, weil der Fokus auf deiner Wahrnehmung liegt. Ich habe gesehen, nicht auf deiner eigenen Bewegung. Sobald du aber selbst derjenige bist, der sich bewegt, bleibt es bei ich bin mit dem Bus gekommen. Dieser feine Unterschied zeigt, wie präzise das Deutsche zwischen dem handelnden Subjekt und dem beobachteten Objekt unterscheidet. Die Grundregel ist unser erster auditiver Anker: Kommen zieht an, gehen stößt weg. Kommen versus gehen. Die Dynamik der Anwesenheit und Herkunft. Lass uns tiefer in dieses Paar eintauchen. Wir haben gesagt, kommen zieht an. Erstens, das Verb kommen. Wir benutzen kommen, wenn das Ziel hier ist, bei mir, bei uns oder an einem Ort, den wir als unser aktuelles Zentrum definieren. Kommst du morgen zu meiner Party? Das Ziel ist mein Haus. Auf C1-Niveau müssen wir die Nuance von herkommen hinzufügen. Es beschreibt oft die Herkunft oder den Ursprung. Wenn wir fragen, wo kommst du her, meinen wir die Quelle. Diese Tradition kommt von weit her. Hier wird die Bewegung metaphorisch.
Die Quelle ist der Ort, von dem aus du dich in die Welt bewegt hast. Zweitens, das Verb gehen. Gehen beschreibt die Bewegung weg von diesem aktuellen Referenzpunkt. Es ist die Trennung vom Zentrum. Ich gehe jetzt. Ich verlasse das Hier. Wichtige Abgrenzung: Viele Lerner nutzen gehen für jede Form der Bewegung. Aber im Standarddeutschen unterscheiden wir strikt nach dem Mittel. Wenn du nicht zu Fuß läufst, solltest du Verben wie fahren, fliegen oder laufen im Sinne von rennen nutzen. Gehen ist im Standarddeutschen wirklich der Schritt zu Fuß. Bringen versus holen. Das Herzstück der Trajektorie. Der Unterschied zwischen bringen und holen ist im Deutschen eine Frage der geometrischen Trajektorie, also des Wegverlaufs. Erstens das Verb bringen, Einweglogik. Bringen beschreibt eine Bewegung vom Sprecher weg hin zu einem Ziel. Du startest hier, das Objekt ist bei dir und du transportierst es nach dort. Auditiver Anker: Bringen ist ein Pfeil nach außen. C1-Differenzierung: Bringen versus mitbringen versus tragen. Oft verwechseln Lerner diese drei. Bringen: Der Fokus liegt auf dem Ziel. Ich bringe das Paket zur Post. Mitbringen: Der Fokus liegt auf der sozialen Inklusion. Du gehst sowieso zu einem Ort und nimmst etwas für die Gruppe oder den Gastgeber mit. Ich bringe den Wein mit. Ich bin Teil der Gruppe am Ziel. Tragen: Hier liegt der Fokus auf der physischen Anstrengung oder dem Gewicht. Das Paket ist schwer, ich muss es tragen. Ob du es irgendwo hinbringst, ist zweitrangig. Wichtig ist die Last auf deinen Armen. Zweitens, das Verb holen, Zweiweglogik oder Bumerang. Holen ist eine A-B-A-Bewegung. Ich bin hier, ich gehe nach dort, ich nehme etwas und ich kehre zurück hierher. Auditiver Anker: Holen ist ein Bumerang. Die häufigsten Denkfehler. Ein Realitätscheck für B2 C1. Warum ist das so schwer? Weil wir oft versuchen, die Logik unserer Muttersprache zu übersetzen. Fehler 1. Ich bringe mir einen Kaffee. Falsch. Du bist das Zentrum. Der Kaffee muss zu dir kommen. Da du ihn selbst holst, ist es eine A-B-A-Bewegung. Richtig: Ich hole mir einen Kaffee. Fehler 2. Kannst du mich holen nach Hause? Wenn dich jemand mit dem Auto mitnimmt, transportiert er dich von einem Ort zu einem anderen. Er bringt dich nach Hause. Richtig: Kannst du mich nach Hause bringen? Holen würde bedeuten, dass die Person erst zu dir fahren muss, Hinweg, dich nimmt und dann wieder zurück zu ihrem eigenen Ausgangspunkt fährt. Das wäre: Kannst du mich abholen? Systemcheck. Halte kurz inne. Pfeil oder Bumerang? Wenn du etwas von dir weggibst, ist es der Pfeil, bringen. Wenn du etwas zu dir zurückbringst, ist es der Bumerang, holen. Hast du dieses Bild? Gut. Kombination mit Präfixen. Die Brücke zu hin und her. In der letzten Folge haben wir über hin und her gesprochen. Diese Partikeln sind die natürlichen Partner unserer Bewegungsverben. Erstens, herankommen, hingehen. Komm her. Die Partikel her verstärkt die Anziehungskraft zum Sprecher. Geh hin. Die Partikel hin verstärkt die Entfernung zum Ziel. Zweitens, abstrakte Kombinationen. Hinbringen und herholen. Auf C1-Niveau nutzen wir diese Kombinationen oft in nicht-physischen Kontexten. Hinbringen: Man nutzt es oft für Ergebnisse oder Leistungen.
Wie hast du dieses fantastische Ergebnis hingebracht? Hier bedeutet es, wie hast du diese Leistung bis zu diesem Zielpunkt transportiert? Herholen, man nutzt es für Ressourcen oder Motivation. Ich musste erst einmal die nötige Motivation herholen, um anzufangen. Hier bedeutet es, ich musste die Energie aus einem fernen Reservoir zu mir in die Gegenwart holen. Abstraktion und die Zukunft. Futur- und Modalverben. Im professionellen Deutsch C1 müssen wir oft über geplante Bewegungen sprechen. Hier spielen Futur- und Modalverben eine große Rolle. Erstens Futur mit Verben. Wenn wir eine feste Absicht ausdrücken, nutzen wir das Futur. Er wird das Buch morgen bringen. Dies signalisiert eine verlässliche Vorhersage oder ein Versprechen. Es ist mehr als nur ein Er bringt es. Es ist eine bewusste zeitliche Projektion zum Ziel. Zweitens Modalverben zur Nuancierung. Du sollst das Paket abholen. Ein Auftrag von jemand anderem. Ich muss die Unterlagen hinbringen. Eine Notwendigkeit. Diese Kombinationen zeigen dem Prüfer, dass du nicht nur weißt, wie man sich bewegt, sondern auch warum und wann. Du kontrollierst den Prozess der Bewegung durch die Zeit. Im Deutschen denken wir Gedanken wie Wege. Wir nutzen Bewegungsverben, um logische Prozesse zu beschreiben. Erstens, auf eine Idee kommen, zu einem Ergebnis kommen. Warum kommen? Weil die Idee das Ziel einer mentalen Reise ist. Du bist am Ergebnis angekommen. Zweitens, etwas in Gang bringen. Hier nutzen wir bringen, weil wir Energie von uns weg auf einen Prozess projizieren. Wir stoßen etwas an. Drittens, jemanden zurückholen. Wenn jemand geistig abwesend ist, versuchen wir ihn zurückzuholen. Wir werfen den Bumerang unserer Empathie aus. Bevor wir zum Ende kommen, müssen wir Kommen und Gehen von ihren Geschwistern abgrenzen. Fahren, wenn Räder im Spiel sind. Fliegen, wenn wir in der Luft sind. Laufen, im Standarddeutschen bedeutet es rennen oder schnell gehen. Warum ist das wichtig? Weil Kommen und Gehen so abstrakt sind, dass sie oft die Modalität, wie man sich bewegt, verstecken. Wenn du die Art des Transports betonen willst, nutze die spezifischen Verben. Wenn du die Perspektive und das Ziel betonen willst, nutze Kommen und Gehen. Die kognitive Landkarte. Stell dir vor, dein Gehirn ist eine Landkarte. Jede Entscheidung ist eine Bewegung. Wenn du verstehst, wer im Zentrum steht, beherrschst du die Verben. Wenn du die Verben beherrschst, klingt dein Deutsch echt. Wir haben heute die Kamera der deutschen Sprache neu kalibriert. Das Wichtigste für dich: erstens, Hilfsverb sein versus haben. Ich bin gekommen, Ortsveränderung, versus ich habe ihn kommen sehen, Wahrnehmung. Zweitens, kommen zieht an, gehen stößt weg. Drittens, bringen ist der Pfeil, Einweg. Holen ist der Bumerang, Zweiweg. Viertens, bringen versus mitbringen versus tragen. Ziel, soziale Gruppe oder physische Last. Fünftens, abstrakte Projektion. Ergebnisse hinbringen, Motivation herholen. Dein Lernritual für diese Woche. Nimm dir für jeden Tag dieser Woche ein einziges Verb vor. Montag, der Holen-Tag. Sag laut, ich hol mir das jetzt. Spüre den Bumerang. Dienstag, der Bringen-Tag. Sag, ich bringe das jetzt. Spüre den Pfeil. Mittwoch, der Kommentag. Achte auf alles, was auf dich zukommt. Wenn du diese Perspektive beherrschst, beherrschst du die Bewegung.
Und wenn du die Bewegung beherrschst, klingt dein Deutsch echt. Bevor wir uns verabschieden, habe ich noch eine Bitte. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du diesen analytischen Weg mit uns weitergehen möchtest, dann hinterlasse uns gerne eine positive Bewertung oder ein Like auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst. Abonniere diesen Podcast, damit du keine der kommenden Spezialfolgen verpasst. Dein Feedback und deine Unterstützung helfen uns dabei, dieses Projekt weiter wachsen zu lassen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur Meisterschaft in der deutschen Sprache zu begleiten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bleib analytisch, bleib neugierig und vor allem bleib in Bewegung. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald.